Stellt euch vor, der Tag beginnt ganz normal und doch liegt etwas in der Luft. Die Vögel zwitschern ein bisschen schärfer, der Wind trägt einen Hauch von Glanz und sogar der Kompost dampft eleganter. Willkommen zum längsten Tag des Jahres. Heute ist Sommersonnenwende und ich verspreche euch, das hier wird keine trockene Lehrstunde über Sonnenstände und Jahreszeiten. Nein, ich nehme euch mit auf eine Reise durch alte Mythen, lebendige Pflanzengeister, dampfende Knoblauchbeete und ein Gartentor, das sich einmal im Jahr in einen Sonnenstrahlkanal verwandelt. Wir reden über Photoperiodismus und Farnblüten, über Ahnenfeuer und dämonenresistente Zehen und ja, es wird auch geschmunzelt. Wenn ihr wissen wollt, warum mein Knoblauch heute duftet wie göttlicher Vampirvertreiber, warum Johanniskraut ein Lichtschwert auf Stängeln ist und ob mein Gartentor in Wirklichkeit ein Sonnenschrein ist, bleibt dran. Es wird warm, es wird wild, es wird wundervoll. Und damit herzlich willkommen bei Greenhorns Gartenwelt, eurem Gartenkanal für Sonnenverliebte, Knoblauchverrückte und alle, die ihre Erdmarede auch mal zum Philosophieren nutzen. Ich bin Greenhorn, Gärtner mit Sonnenbrand, Kräuterflüsterer mit Humor und heute auch ein bisschen Sonnenpriester. Schön, dass ihr da seid, denn heute geht es nicht um gewöhnliche Beete. Heute geht es um Magie. Um das, was man nicht düngen kann. Um dieses feine Kitzeln in der Nase, wenn die Sommersonne durch den Dill streicht. Also schnappt euch einen Kräutertee, lehnt euch zurück und lasst euch verstrahlen im besten Sinne. Fangen wir bei den Fakten an. Aber keine Sorge, trocken wird's nicht. Also, am 21. Juni steht die Sonne auf der Nordhalbkugel so hoch wie sonst nie. Die Erde ist in ihrer Umlaufbahn leicht gekippt. Ein kosmisches Schulterzucken, was dafür sorgt, dass wir heute den längsten Tag und die kürzeste Nacht des Jahres haben. Die Sonne scheint länger, der Schatten wird kürzer und der Mensch, der wird poetisch. Denn was für uns heute nur ein Datum im Kalender ist, war für frühere Kulturen ein heiliger Tag. Die Römer widmeten ihn Juno. Die Kelten entzündeten Feuer auf Hügeln und die Maya richteten Tempel nach dem Sonnenstand aus. Und in Osteuropa glaubte man an eine geheimnisvolle Farnblüte, die nur in dieser Nacht erscheint und Wünsche erfüllt. Spoiler, ich habe sie noch nie gefunden. Vielleicht war ich auch nur zu nüchtern. Und dann wäre da noch Stonehenge, dieser megalithische Sonnenkalender, der exakt so gebaut ist, dass der Sonnenaufgang zur Wende durch einen präzisen Steinkorridor fällt. Und das, meine Freunde, ist älter als jeder Algorithmus. Es scheint, die Sonne war schon Influencerin lange bevor wir es wurden. Aber was passiert eigentlich im Beet, wenn die Sonne so auftritt? Mehr als man denkt. Pflanzen sind nicht nur grün, sie sind kleine Sonnenlogistiker. Die Sommersonnenwende ist für sie der Kalenderumbruch. Manche Pflanzen, sogenannte Langtagspflanzen, nehmen jetzt richtig Fahrt auf. Spinat, rote Beete, Hafer. Sie denken, so viel Licht, jetzt zeige ich euch mal, was ich kann. Andere, die Kurztagspflanzen wie Soja oder Baumwolle, machen eher auf Dämmerungsdiva. Nee, mir ist zu hell, ich warte noch. Das Ganze nennt sich Photoperiodismus. Ein schickes Wort für das Zusammenspiel von Licht und Wachstum. Auch Bäume reagieren. Das Dickenwachstum verlangsamt sich ab jetzt, als wollten sie sagen, okay, ich bin hübsch genug, jetzt chill ich ein bisschen. Der Rasen wird entspannter und wir Gärtner, wir müssen langsam nicht mehr jede Woche mähen. Endlich Sommer. Und die Heilpflanzen, allen voran das Johanniskraut, die Sonnenpflanze schlechthin. Sie steht jetzt in voller Blüte. Ihre leuchtend gelben Blüten galten früher als Lichtbringer gegen dunkle Mächte oder depressive Stimmung. Und wer es ausprobiert hat, weiß, so ein Tee zur Sonnenwende hat Wumms. Jetzt kommt mein ganz persönliches Highlight, die Knoblauchernte. 8 Beete voll. Ich schwöre, der Boden dampfte.
Die Zehen waren so prall, dass sie fast gesungen haben. In Moll, aber voller Kraft. Warum genau heute? Weil viele alte Bauernregeln sagen, wer um die Sonnensommerwende herum erntet, bekommt lagerfähige, kräftige Knollen mit langem Atem und ordentlicher Schärfe. Vielleicht liegt es am Saftfluss, vielleicht an der Symbolik. Ich sage, es ist Timing oder Magie oder einfach nur der Rhythmus der Natur. Und ja, auch die Esoteriker unter uns, also die mit dem Mondkalender am Kühlschrank, sagen ja, jetzt ist die Kraft der Knolle besonders groß. Ich glaube ihnen, allein schon wegen des Geruchs und weil ich mir einbilde, dass mein Knoblauch heute nicht nur gut schmeckt, sondern wirkt. Gegen Vampire, gegen Schimmel und gegen trübe Gedanken. Aber es geht noch magischer. Denn heute passiert etwas, das ich nur einmal im Jahr erlebe. In meinem Garten steht ein ganz normales Tor aus Metall. Westseite. Und genau heute, wirklich nur heute, verlässt die untergehende Sonne mit ihren Strahlen als letztes dieses Tor. Ein goldener Lichtstrahl, der direkt durch das Herz des Gartens geht. Kein Filter, kein Zufall. Natur perfekt ausgerichtet. Als ich das vor Jahren zum ersten Mal bemerkte, war ich baff. Inzwischen warte ich jedes Jahr darauf. Ich nenne es mein Sonnenritual, mein Lichtmoment, mein ganz persönliches Stonehenge. Und glaubt mir, wenn ihr je einen Sonnenuntergang durch ein altes Gartentor gesehen habt, als würde sich die Sonne verbeugen, dann wisst ihr, der Garten hat mehr Geschichten zu erzählen als jedes Buch. Nicht nur die Pflanzen reagieren, auch wir Menschen merken's. Der Biorhythmus jubelt. Weniger Melatonin, mehr Serotonin. Wir sind wacher, aktiver, vielleicht auch ein bisschen sentimentaler. Und während früher die Leute barfuß über feuchte Wiesen liefen, tanzen wir heute übers WLAN. Aber das Gefühl bleibt. Heute ist ein Schwellenmoment. Man glaubte, die Schleier zwischen den Welten sei heute dünn. Es war die Zeit, um die Ahnen zu ehren, um loszulassen, um sich neu zu sortieren. Und auch wenn wir heute vielleicht keine Sonnenwendkräuter mehr über der Tür trocknen, wir spüren noch immer, der längste Tag ist kein gewöhnlicher Tag. Er fragt uns, was willst du in deinem Leben ernten? Und so sitze ich jedes Jahr abends am Lagerfeuer. Kein Kitsch, kein Selfie, nur Feuer, Holz, Glut und ich. Ich danke denen, die vor mir da waren, den Gärtnern meiner Linie, den Kräuterfrauen und Möhrenkerlen. Ich schicke Wünsche ins Feuer, lasse Ballast verbrennen und stelle mir vor, wie meine Urenkel eines Tages vielleicht genau dasselbe tun. Weißt du noch, der Greenhorn? Der mit dem Gartentor und dem dampfenden Knoblauch. Vielleicht sagen Sie das mal, vielleicht auch nicht, aber ich war da und das alleine zählt. Und zum Abschluss noch ein echtes Schwankerl. Wusstest du, dass Johanniskraut früher als Blitzabwehrmittel galt? Man hängte es an Türen, rieb es auf Vieh und glaubte, es schütze sogar vor bösen Geistern und schlechtem Wetter. Manche Kräuter, die heute zur Sommersonnenwende gesammelt werden, sollen 7-mal wirksamer sein. Warum? Na, weil sie die volle Kraft der Sonne in sich tragen. Klingt nach Märchen? Naja, vielleicht. Aber in jedem Märchen steckt ein Samen Wahrheit. Und oft auch ein bisschen Magie. Jetzt seid ihr dran. Habt ihr eigene Sonnenwendrituale? Knoblauchzauber, Sonnenuntergangstore oder sitzt ihr vielleicht gerade auch am Lagerfeuer? Teilt's mir mit. Ich freue mich über jeden Kommentar, jede Geschichte, jedes Foto. Und vielleicht machen wir daraus dann nächstes Jahr gemeinsam ein Community-Sonnenwende-Video. Die Sommersonnenwende ist kein Ende. Sie ist ein Wendepunkt. Ein Lichtmoment. Ein liebevolles Stopp, schau mal hin. Sie zeigt uns, dass Wachstum auch Pause bedeutet, dass Licht nicht ohne Schatten geht und dass selbst ein Knoblauchfeld philosophisch sein kann. Lasst euch bescheinen,
bleibt verwurzelt und denkt daran. Der Knoblauch ist geerntet, die Sonne hat sich verbeugt und irgendwo grinst ein Ahne übers Beet. Bis bald, euer Greenhorn hier bei Greenhorns Gartenwelt.